Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Oh, mir geht es schon wieder nicht gut. Mir geht es schon wieder nicht gut. Ich habe in letzter Zeit oft Husten und Halsschmerzen. Ich weiß auch nicht, woran das liegen könnte. Ich habe in letzter Zeit oft Husten und Halsschmerzen. Ich weiß auch nicht, woran das liegen könnte. Manchmal wird mir auch ganz plötzlich übel und ich muss mich übergeben. Manchmal wird mir auch ganz plötzlich übel und ich muss mich übergeben. Ich habe schon zu lange gewartet. Wenn es einem nicht gut geht, sollte man so schnell wie möglich zum Arzt gehen. Ich habe schon zu lange gewartet. Wenn es einem nicht gut geht, sollte man so schnell wie möglich zum Arzt gehen. Ich rufe jetzt in der Praxis an und frage, wann ich vorbeikommen kann. Ich rufe jetzt in der Praxis an und frage, wann ich vorbeikommen kann. Guten Morgen, hier ist Frau Schreier von der Like Germans Praxis. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Morgen, hier ist Frau Schreier von der Like Germans Praxis. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo Frau Schreier, hier ist Markus Meyer. Ich habe schon seit längerem immer wieder Halsschmerzen. Kann ich mich bei Ihnen untersuchen lassen? Hallo Frau Schreier, hier ist Markus Meyer. Ich habe schon seit längerem immer wieder Halsschmerzen. Kann ich mich bei Ihnen untersuchen lassen? Sind Sie denn schon Patient bei uns? Sind Sie denn schon Patient bei uns? Ja, ich bin schon seit ein paar Monaten Patient bei Dr. Müller. Ja, ich bin schon seit ein paar Monaten Patient bei Dr. Müller. Alles klar, wir haben heute noch ein paar freie Termine. Wann könnten Sie denn da sein? Alles klar, wir haben heute noch ein paar freie Termine. Wann könnten Sie denn da sein? Also, wenn ich jetzt losgehe, bin ich in circa 30 Minuten bei Ihnen. Also, wenn ich jetzt losgehe, bin ich in circa 30 Minuten bei Ihnen. Das passt perfekt. Dann bis gleich, Herr Meier. Bringen Sie bitte Ihre Krankenversicherungskarte mit. Das passt perfekt. Dann bis gleich, Herr Meier. Bringen Sie bitte Ihre Krankenversicherungskarte mit. Perfekt, dann bis gleich. Perfekt, dann bis gleich. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist. Ich werde jetzt gleich in die Praxis gehen und mich untersuchen lassen. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist. Ich werde jetzt gleich in die Praxis gehen und mich untersuchen lassen. Guten Tag, ich habe vor kurzem angerufen und mit Ihnen gesprochen. Ich bin hier, um mit Dr. Müller zu sprechen. Guten Tag, ich habe vor kurzem angerufen und mit Ihnen gesprochen. Ich bin hier, um mit Dr. Müller zu sprechen. Hallo, Sie müssen Herr Meier sein, richtig? Hallo,
Sie müssen Herr Meier sein, richtig? Genau. Vielen Dank, dass ich so schnell herkommen durfte. Genau. Vielen Dank, dass ich so schnell herkommen durfte. Kein Problem. Das machen wir gerne. Sie können schon in Raum 3 gehen. Dr. Müller ist gleich bei Ihnen. Kein Problem. Das machen wir gerne. Sie können schon in Raum 3 gehen. Dr. Müller ist gleich bei Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, dass der Arzt mir sagen kann, was ich habe. Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, dass der Arzt mir sagen kann, was ich habe. Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen. Hallo, Herr Meier. Wie geht es Ihnen? Was führt Sie heute zu uns? Hallo, Herr Meier. Wie geht es Ihnen? Was führt Sie heute zu uns? Hallo, Dr. Müller. Ich habe in letzter Zeit immer wieder starke Halsschmerzen und muss viel husten. Ich weiß nicht, woher das kommt. Hallo, Dr. Müller. Ich habe in letzter Zeit immer wieder starke Halsschmerzen und muss viel husten. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das hört sich aber nicht gut an. Na dann, lassen Sie uns doch als erstes Ihren Hals anschauen. Das hört sich aber nicht gut an. Na dann, lassen Sie uns doch als erstes Ihren Hals anschauen. Also Ihr Hals ist etwas entzündet. Ich würde vorschlagen, dass wir noch ein paar Tests machen. Also Ihr Hals ist etwas entzündet. Ich würde vorschlagen, dass wir noch ein paar Tests machen. Normalerweise ist das nichts Schlimmes, aber wir untersuchen das zur Sicherheit. Normalerweise ist das nichts Schlimmes, aber wir untersuchen das zur Sicherheit. Vielen Dank, Dr. Müller. Sie sind wirklich ein sehr guter Arzt. Vielen Dank, Dr. Müller. Sie sind wirklich ein sehr guter Arzt. Kommen Sie bitte kurz mit. Wir müssen ein paar Tests mit Ihnen machen. Kommen Sie bitte kurz mit. Wir müssen ein paar Tests mit Ihnen machen. Ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Bleiben Sie ganz ruhig liegen, Herr Meier. Wir machen nur ein paar Tests, um sicherzugehen, dass es nur eine Entzündung ist. Bleiben Sie ganz ruhig liegen, Herr Meier. Wir machen nur ein paar Tests, um sicherzugehen, dass es nur eine Entzündung ist. Alles klar, ich werde mich nicht bewegen. Alles klar, ich werde mich nicht bewegen. 30 Minuten später. 30 Minuten später. Also, Herr Müller, die Testergebnisse sind da. Es sieht etwas schlechter aus als erwartet. Sie haben Anzeichen von einer Lungenentzündung. Also, Herr Müller, die Testergebnisse sind da. Es sieht etwas schlechter aus als erwartet. Sie haben Anzeichen von einer Lungenentzündung. Oh nein, das ist aber nicht gut. Oh nein, das ist aber nicht gut. Kommt es denn häufiger vor, dass Sie rauchen oder viel Alkohol trinken? Kommt es denn häufiger vor, dass Sie rauchen oder viel Alkohol trinken? Also, Alkohol trinke ich fast nie, aber ich rauche gelegentlich ein paar Zigaretten.
Also Alkohol trinke ich fast nie, aber ich rauche gelegentlich ein paar Zigaretten. Was genau heißt gelegentlich? Was genau heißt gelegentlich? Naja, also in stressigen Situationen, wie zum Beispiel bei der Arbeit, rauche ich des Öfteren. Naja, also in stressigen Situationen, wie zum Beispiel bei der Arbeit, rauche ich des Öfteren. Damit sollten Sie dringend aufhören, Herr Meier. Ansonsten werden Sie Probleme mit Ihrer Lunge bekommen. Damit sollten Sie dringend aufhören, Herr Meier. Ansonsten werden Sie Probleme mit Ihrer Lunge bekommen. Oh, das war mir nicht bewusst. Vielen Dank, Doktor. Ich werde sofort damit aufhören. Oh, das war mir nicht bewusst. Vielen Dank, Doktor. Ich werde sofort damit aufhören. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!